Dus empfängt uns mit Kamelköpfen am Straßenrand. Wir durchfahren das Tor zur Wüste und kämpfen uns mit unserem Van durch die Sahara-Dünen und landen am Ende direkt in der Filmwelt von Star Wars. Wir sind Sonja und Raj und reisen mit unserer Tochter um die Welt. Über staubige Pisten, durch endlose Wüsten entdecken wir die Welt jenseits von Reiseführern. Wild, spannend und voller Wunder. Unterwegs treffen wir immer wieder Menschen, deren Lächeln keine Übersetzung braucht und erleben eine Gastfreundschaft, die uns immer wieder sprachlos macht. Nach mehreren Monaten auf der arabischen Halbinsel und einem Abstecher nach Mauritius, um unsere Familie zu besuchen, sind wir jetzt wieder back on the road. Kommt mit uns auf unser nächstes Abenteuer, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. Heute geht's über den 40 Kilometer langen Damm mitten durch den Chott El Djerid. Als wir den Salzsee hinter uns haben, steuern wir Richtung Fab Nassar. Wir halten eigentlich nur Ausschau nach einem gemütlichen Stellplatz für die Nacht, aber dann entdecken wir dieses riesige Gebäude mitten im Nirgendwo. Da stürzt kochend heißes Wasser tonnenweise nach unten. Ein absoluter Hingucker, der uns total fasziniert. Aber warum das Ganze? Was hat es mit diesem kochenden Wasser auf sich? Nur 10 Minuten weiter Richtung Zaouia stoßen wir direkt auf das nächste dieser riesigen Gebäude. Und hier wird das Geheimnis gelüftet. Das Ganze ist nämlich eine gigantische Kühlanlage für kochend heißes Thermalwasser. Wir sind hier zufällig vorbeigekommen, haben uns gewundert, warum rasselt denn hier so viel Wasser herunter? Haben wir ein bisschen recherchiert. Es gibt hier uns eine heiße Quelle, die ist allerdings hat 95 Grad. Und man will das Wasser aus dieser heißen Quelle nutzen zur Verbesserung von den Palmen. Und durch ein ausgeklügeltes System wird das Wasser erst nach oben geleitet und durch den freien Fall wird es automatisch gekühlt, die kann so zur Bewässerung von den Palmen genutzt werden. Das Wasser wird also Schicht für Schicht runtergekühlt und dann in diese langen Betonkanäle geleitet. Und hier hat das Wasser meist eine angenehme Badewannentemperatur. Und da das Thermalwasser sehr mineralreich ist, wird es oft von den Oasenmitarbeitern genutzt, sozusagen als Heilbad gegen Muskelkater. Nach nur rund 30 Kilometern erreichen wir Kebili. Kaum zu glauben, aber der Ort war früher ein mega wichtiger Handelsplatz für Karawanen, die durch die Sahara gezogen sind. Wir steuern direkt nach Alt-Kebili, den alten Stadtteil. Der ist allerdings seit den 70er Jahren bereits aufgegeben worden. Und hier finden wir zwischen den alten, verfallenen Lehmhäusern einen perfekten Spot für die Nacht. Wir schauen uns hier Alt-Kebili an, das auf den Überresten eines ehemaligen römischen Wachpostens errichtet wurde. Inzwischen ist die Stadt komplett verfallen, die Menschen sind umgesiedelt und wir schlendern jetzt mal hier durch die Ruinen. Wir lassen die Geisterstadt hinter uns und fahren durch die Palmenoase. Schaut mal, da ragt schon wieder so ein alter Wasserturm zwischen den Palmen heraus. Wir haben eben Old Kebili verlassen und fahren jetzt noch ein Stückchen weiter in den Süden nach Dus, dem Tor zur Wüste. In Dus angekommen, geht's für uns jetzt erstmal auf den Souk. Wir lassen uns ein bisschen durch die Gassen treiben,
Überall gibt es handgemachte Teppiche und wunderschöne Keramik. Und schaut mal, diese faszinierenden Sandrosen. Die werden hier mitten in der Wüste von der Natur geformt. Und was ist das denn für ein Riesending hier? Es ist ja schon eine richtige Wüstenskulptur. Irre, wie groß die werden können. Fast so groß wie ich. Gleich außerhalb vom Souk kommen wir noch an Metzgereien vorbei. Und wenn draußen schon die Kamelfüße hängen, weiß man sofort, was Sache ist. Hier gibt es frisches Kamelfleisch. An den Haken hängen sogar direkt die Köpfe und der Metzger bereitet alles frisch vor. Für uns im ersten Moment ein ziemlich ungewohnter Anblick. Aber in Südtunesien gehört das einfach zum Alltag dazu. Denn das Fleisch ist sehr mager und gilt daher als echte Delikatesse. Nur wenige Kilometer außerhalb von Dus tauchen links und rechts auch schon die ersten Ausläufer der Sahara auf. Der Wind treibt den Sand immer weiter auf die Fahrbahn, bis der Asphalt dann komplett aufhört. Und hier beginnt das Abenteuer Sandmeer. Ob wir mit unserem Van hier wohl durchkommen? Wir wollen heute nämlich unbedingt mitten in den Dünen der Sahara schlafen. Hoffentlich schafft er das. Sonst müssen wir buddeln. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir stehen mitten in den Dünen. Und während wir diese endlose Weite auf uns wirken lassen, bereitet Raj schon mal alles für unser nächtliches Lagerfeuer vor. Holz in der Wüste zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann wird noch unsere Sammlung erweitert. Der Tunesien-Sticker klebt am Heck. Wir machen jetzt Popcorn in der Wüste. Während die Sonne langsam hinter den Dünen verschwindet, zaubert Raj unser Wüstendinner. Am nächsten Morgen werden wir von einem Kamelmann überrascht, der mit seinen Tieren direkt an unserem Van vorbeizieht. So langsam verabschieden wir uns wieder aus dem Sandmeer. Die ersten festen Spuren tauchen wieder auf, wenn auch der Wind den Sand hier noch ordentlich über die Piste weht. Und der feste Asphalt hat uns wieder. Wir fahren hier gerade durch einsame Steppenlandschaft entlang der C104 in Richtung Matmata. Unterwegs haben wir jetzt gerade dieses alte Berberdorf entdeckt und wollen hier mal abbiegen. Wir sind hier in Tamezre, einem alten Berberdorf. Scheint völlig verlassen zu sein, aber wir wollen uns das jetzt mal anschauen.
Wir laufen durch die engen, verfallenen Gassen und dann stehen wir plötzlich vor einem Gebäude, das schlicht mit Musée beschriftet ist. Kurz darauf kommt ein Herr auf uns zu und lädt uns ein, gegen eine kleine Eintrittsgebühr seine traditionelle Höhlenwohnung zu besuchen. Am Eingang hängt diese Skizze, die zeigt das geheime Tunnelsystem. Früher hatte nämlich jede Höhlenwohnung so einen versteckten Zugang. Wenn also Gefahr drohte, konnten sich die Bewohner blitzschnell über diese Gänge zurückziehen. Und das Geniale, die Tunnel führten zu versteckten Ausgängen mitten in den Bergen. Innen sieht es überhaupt nicht mehr nach grauer Höhle aus, denn der Besitzer, der übrigens selbst den oberen Teil des Höhlenhauses bewohnt, hat hier alles mit viel Liebe hergerichtet. Bunte Teppiche, Möbel, auch zeigt er uns hier diese typischen Berbergewänder mit dem traditionellen Kopfschmuck für Hochzeiten. Und wenn ihr euch fragt, warum die Türen so verdammt niedrig sind, das war reine Taktik, denn ein Angreifer musste sich tief bücken und war somit beim Reinkommen sofort wehrlos. Die letzte Höhle war übrigens die Küche und diese Tongefäße, die ihr hier überall seht, die dienten zur Lagerung von Lebensmitteln. Die C104 schlängelt sich in engen Serpentinen immer steiler nach oben. Inzwischen sind wir fast auf 600 Meter. Und dann blicken wir hier am Rand von Tamezre direkt auf diese Kulisse. Schaut euch das an. Wie eine uneinnehmbare Festung schmiegt sich dieses alte Gebäude hier über mehrere Stockwerke direkt in den Berghang. Da werfen wir jetzt auch noch einen Blick rein. Und dort hinten, das ist eine uralte Ölmühle. Damit haben die Berber früher ihr Olivenöl gepresst. Und direkt dahinter stapeln sich diese riesigen Tonkrüge. Darin wurde das Olivenöl dann abgefüllt. Und dann landen wir an diesem absoluten Traumspot hier. Schaut euch das an. Wir sind hier außerhalb von Matmata. Ein echter Glücksgriff. Wir haben hier einen wunderschönen Platz gefunden mit Blick auf die Berge und die Palmen. Wir rollen die Schotterpiste zurück auf die Bergstraße und steuern direkt Richtung Old Matmata. Unser Ziel ist das Hotel Sidi Idris, die legendäre Star Wars-Kulisse von Lars Homestead. Kamelfüttern stand zwar nicht auf dem Programm, aber für unsere Tochter ist es natürlich das absolute Highlight. Nachdem das Kamel versorgt ist, tauchen wir jetzt ab in die Filmgeschichte. Die Schriftzeichen an der Wand sind übrigens keine Star Wars-Erfindung, sondern das echte Alphabet der Berber. Sogar die Charaktere wie der kleine grüne Yoda sind hier verewigt. Und da stehen wir auch schon im Innenhof. Überall stehen alte Krüge und an der Wand gibt es sogar eine handgemalte Hotelmap. Und wenn man sich dann umdreht, steht man plötzlich vor echten Hollywood-Requisiten. Und wenn ihr Star Wars geschaut habt, dann kennt ihr diese Kulisse hier garantiert. Die Metallsäulen hier heißen Feuchtfarmverdampfer und gewinnen im Film Trinkwasser aus der Wüstenluft. Und hier geht's in eine kleine unterirdische Galerie. Die Wände hängen voll mit alten Fotos von Dreharbeiten, Zeitungsberichten und Skizzen. Man sieht richtig, wie der Filmdreh damals das ganze Dorf auf den Kopf gestellt hat. Bevor wir weiterziehen, stocken wir hier in Matmata bei diesem Gemüsestand noch unsere Vorräte auf. Auf dem Rückweg zu unserem Van werden wir von köstlichem Duft angelockt. Sieht lecker aus. Das ist ein traditionelles tunesisches Fladenbrot, das auf der heißen Platte gebacken wird. Der Chef belegt die Fladen unter anderem mit Ei und Käse und klappt sie dann zusammen
Und dann wird das Ganze nochmal geröstet. Frisch gestärkt verlassen wir Matmata, aber das Abenteuer Tunesien ist noch lange nicht vorbei. Bleibt unbedingt dran, denn in der nächsten Episode nehmen wir euch mit zu einer tunesischen Familie, bei der wir zu Gast sind. Und unsere Tochter schließt neue Freundschaften. Über eine bizarre Mondlandschaft geht es direkt an den Traumstrand von Djerba. Wenn ihr wissen wollt, wie gastfreundlich Tunesien wirklich ist, dann drückt schnell auf Abonnieren, um diese Momente nicht zu verpassen. Bis bald!